wir sind bereit. Ja, ich auch. Lego. Ein bisschen Sturm darf ja auch, ein bisschen Wind gehört ja auch dazu, oder? Wir sind gleich da. Wunderbar. Schiffe fahren sich nicht selbst, die Besatzung fahren die Schiffe. Cuxhaven, Heimathafen des größten Mehrzweckschiffes Deutschlands. Ja. Letzte Vorbereitungen fürs Auspacken. Cuxhaven, Traffic, Neuwerk. Jo, hier. Ja, Peter, Start klar und wir gehen gen See. Bis da, ne? Wünsch mal gute Fahrt. Gute Woche, bis später. Knapp 79 Meter ist die Neuwerk lang. Um den Überblick im engen Hafenbecken zu behalten, braucht es da schon zwei. Ah, alles frei. Jo. Der Fahrstil von Kapitän Seidel? Das Ergebnis aus Berufserfahrung und Gefühl. Also für mich ist es so eine gesunde Mischung. Es schadet nicht, wenn man die Physik versteht. Aber man sagt auch, Schiffe müssen ein bisschen aus der Hose gefahren werden. Also man muss Gefühl dafür haben. Ne? Kannst drehen. Hab ihn. Mit Steuermann D'Oliva manövriert Seidel die 18 Meter breite Neuwerk so präzise, als führe er einen Kleinwagen. Das Ausparken ist eigentlich nicht so das Thema. Das Einparken, das ist manchmal spannender, wenn da 5 Knoten Strom gegen anlaufen. Also da darf man nie die Achtsamkeit verlieren. Das ist also Routine darf das gerade nicht werden. Ne? Wenn man dann anfängt, sorglos zu werden, dann macht man ganz schnell Fehler und das ist nicht gut. Und ich meine, man bewegt ja immerhin 3.500 Tonnen Stahl. Ne? Mit bisschen was drin, also bummelig 4.000 Tonnen. Ne? Mal eben bremsen geht nicht. Ne? Also wenn er fährt, dann fährt er und deswegen sollte man sich das gut überlegen, ob man fährt. Ne? Auch wo die Neuwerk gleich ankert, hat der 61-Jährige gut überlegt. Hier ist der Vorhafen, da sind wir rausgefahren, Amerika-Hafen, Vorhafen. Und jetzt fahren wir hier elbabwärts und werden dann hier zu Anker gehen. Da. Das ist eine strategisch ganz günstige Position. Man ist also in diesem Bereich relativ schnell, Cuxhaven bis eben Außenelbe, und man ist auch notfalls noch mal schnell um die Ecke in der Weser oder in der Jade, falls da irgendwas passiert. Eine halbe Fahrtstunde später, Zeit zu ankern. Steuermann D'Oliva koordiniert von der Brücke aus. Wenn das größte Mehrzweckschiff Deutschlands ankert, braucht das Zeit und viel, viel Kette. Das war die Kette, der Anker. Insgesamt 140 Meter Kette werden vom Bauch des Schiffes aus ins Wasser gelassen. Zwar ist die Nordsee hier gerade mal 10 Meter tief, aber das Gewicht der 140 Meter Kette soll helfen, das Schiff an seinem Platz zu halten. Ja, wir haben das Parkeisen weg, ne? Alles klar, jo, bitte. Weil das für die Leute entspannter ist. Und nachts können wir sowieso keine Tonnarbeiten mehr machen, sowas. Und das ist unnötiges Spritverfahren. Ne? Wenn natürlich irgendwie Einsätze sind, dann fahren wir auch nachts. Ein Stockwerk tiefer. Kapitän Seidel richtet sein Übergangszuhause her. Denn die Neuwerk bleibt ab jetzt durchgehend auf See, inklusive der Mannschaft. Für insgesamt eine volle Woche. Ja, Kapitänsjob, ne? Koje machen und anschließend wieder ordentlich sauber hergerichtet am nächsten Dienstag übergeben. Ich glaube, zu Hause, das sind mehr Nächte. Ja, also es sind zwischen 18 und 22 Wochen, die man im Jahr fährt. Aber ich glaube, die meisten, ich habe es noch nie nachgezählt. Meine Frau hat es mir zum Glück auch noch nie vorgehalten. Hausfrau des Jahres werde ich nicht mehr, aber es reicht. Jetzt morgen für die Übung noch Vorbereitung, muss auch sein. Aber das hält sich noch an Grenzen, es geht noch. Der Rest des Abends bleibt privat. Denn den verbringt Kapitän Seidel mit seiner Frau und seiner Tochter am Telefon. Der nächste Morgen. Noch im Dunkeln beginnt Schiffsmechaniker Matthias seine morgendliche Weckrunde. Kapitän, 5:45, moin. Markus, moin, 5:45. Jens, Jurek. 20 Mann umfasst die Besatzung, darunter 2 Frauen. Cuxhavenerin Anne und Münchnerin Sophia teilen sich eine Koje. Beide lassen sich an Bord zum Schiffsmechaniker ausbilden.
Und auch darüber, dass am Morgen jedes unnötige Wort überflüssig ist, herrscht stillschweigend Einigkeit. Also mit Quatschen bin ich Spaß, aber ich bin eigentlich Frühaufsteher. Also wirklich. Jo, hast du alles? Hast du Geld? Super. Gut. Jo. Morgen. Hier in der Messe gibt es Essen. 5-mal am Tag. Zu festen Zeiten. Denn die Tage auf der Neuwerk sind straff organisiert. Zu spät gekommen wird nicht. Das gilt auch für die Chemieübung im Anschluss um Punkt 7:15 Uhr. Jörg, kommst du auch mal bitte? Das ist heute das Szenario. Fassbergen, an Deck nehmen, Probennahme, ins Überfass. Jetzt machen wir die Vorbereitung und dann machen wir uns klar für den Trop. Soweit verstanden? Ja? Und der Rest, der da nicht eingeteilt ist, der macht einmal Hilfeleistung. Ja? Okay, dann geht's einmal los. Raimund Wendt ist Bootsmann und an Bord für die Ausbildung verantwortlich. Sophia ist eine von insgesamt 7 Neuwerk-Azubis. Und weil sie auf einem Mehrzweckschiff lernt, steht hier eben auch der Umgang mit giftigen Substanzen auf dem Lehrplan. Eine Fassbergung. Ja, das kann natürlich vorkommen, dass irgendwelche Schiffe die leichte Entsorgung auf See nach der Nebelaktion so ein Fass über die Kante schmeißen und keiner weiß von uns überhaupt, was da drin ist. Ne? Muss ja nichts Gefährliches drin sein, aber in der heutigen Zeit weiß man es ja nicht. Ne? Sophia soll die Schutzausrüstung zusammensuchen. Da brauche ich ja eigentlich die Orangenen, ne? Ja. Aber hier steht dran, dass es für Echteinsatz ist. Hast du da noch eine Ahnung, wo die sind? Ich nehme das erstmal kurz mit. Ja, warte. Klappt das? Ja. 1, 2. Es ist ihre zweite Chemieübung. Viele Teile, viele Fragen. Oder haben wir da extra Gummistiefel? Immer dieselben Abläufe, immer wieder trainieren. Im Ernstfall müssen Sophia und auch alle anderen Besatzungsmitglieder hier funktionieren. Vielleicht sogar Menschenleben retten. Entsprechend genau werden die Übungen genommen. Und die Kritik, die gibt es direkt. Und so lange, bis alles an seinem dafür vorgesehenen Platz ist. Sophia, kannst du das mal hier ein bisschen vernünftig hinlegen? Das einmal hier der Trop und hier einmal für die Dekon. Hier ist auch wichtig, dass man sich teilweise auch richtig konzentriert. Und das verlange ich auch und das ist wichtig. Ja? Bin ich Dr. Allwissend, ne? Aber das, was ich weiß, vermittle ich. Ja, und dann schauen wir mal. Und wenn was nicht klappt, dann wird darüber geredet, ne? Wie wir es besser machen können. Und dann gehen wir die Sache nochmal an, bis sie es können. Das Anlegen von Chemikalienschutzanzügen oder der Umgang mit giftigen Substanzen, all das steht normalerweise nicht auf dem Lehrplan der 3-jährigen Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Hier auf der Neuwerk aber wird gelernt, was das Mehrzweckschiff kann. Und das ist viel. Auch im Maschinenraum, Annes Lieblingsort, eine Etage tiefer. Der morgendliche Filterwechsel am Hauptmotor steht an. Nachher, wenn du den Deckel wieder aufsetzt, ist wichtig, dass du guckst, dass dieser O-Ring drin ist und dass das natürlich auch richtig drauf sitzt. Weil sonst blubbert dir nämlich überall der Kraftstoff hin. Das wollen wir natürlich nicht. Nimm ruhig beide Hände. Kannst du an der Seite anpacken und mit Gefühl. Wenn gleich abgezogen ist, dann blubbert er ein bisschen raus. Genau, so. Von der Kraftanstrengung her ist es kein einfacher Job. Das ist ganz klar. Also gerade hier unten im Maschinenbereich haben wir oftmals schwere Teile, die wir bewegen müssen, wo wir dran arbeiten müssen. Und unsere Lehrlinge müssen, auch wenn sie weiblich sind, da ordentlich mit anpacken. Also da kommen sie nicht drum herum, das gehört zum Berufsfeld mit dazu. Das muss man sich vorher überlegen, will man das nicht. Und wer sich diesen Job aussucht, der muss dann halt auch mit anpacken können. So. Schauen wir mal. Irgendwie, weiß ich nicht. Hier. Auf dem Arbeitsdeck wird indessen das gelbe Übungsfass über Bord befördert. Der Inhalt? Möglicherweise toxisch. Genau das sollen gleich die inzwischen fast fertig in Schutzkleidung verpackten Kollegen herausfinden. Bootsmann Wendt hält Kontakt mit der Brücke. Ja, Stefan, Kapitän, Operator, Sie sind auf dem Weg. Kranfahrer kommt auch gleich hoch. Die machen sich jetzt fertig. Machst du Walkie-Talkie an? Alles klar. Über eine Gasschleuse gelangt der Trupp aufs Arbeitsdeck. Das Innere des Schiffes könnte nun im Ernstfall mit einer Schutzluftanlage, also unabhängig von der Außenatmosphäre, versorgt werden. Als nächstes muss das Fass geborgen werden.
Da weder in dieser Übung noch im Ernstfall klar ist, was sich genau darin befindet, kommt es jetzt darauf an, präzise zu arbeiten. Denn für Bergung und Untersuchung des Fasses bleiben den Männern nur etwa 30 Minuten. Dann ist die Luft zum Atmen verbraucht. Kapitän Seidel verfolgt und koordiniert den Einsatz mit von der Brücke aus. Das Fass liegt jetzt an Deck. Wir haben auf andere Art und Weise keine Informationen über den Inhalt des Fasses. Also insofern gehen wir jetzt mit unseren Messgeräten an das Fass ran und versuchen herauszufinden, um welche Substanz es sich handelt, die in diesem Fass drin ist. Die Messgeräte am Übungsfass ergeben keine Auffälligkeiten. Aber offensichtlich tritt eine bräunlich-schmierige Substanz aus. Eine Probe davon soll Gewissheit bringen, um welche Substanz genau es sich handelt. Einsatzleitung Brücke. Wenn die Probe genommen ist, dann erstmal Rückzug und Auswertung. Vorsichtig und möglichst ohne, dass die Substanz den Schutzanzug berührt, wird eine Probe genommen. Vor dem Rückzug durch die Schleuse muss sich der Aufklärungstrupp erst gründlich dekontaminieren, nach einem genau vorgegebenen Ablauf, damit keine Giftstoffe ins Innere des Schiffes gelangen. Während der Aufklärungstrupp seinen Job erledigt hat und nun schnellstmöglich versucht, aus den luftdichten Schutzanzügen herauszukommen, wird die sichergestellte Probe bereits untersucht. Nebenan im Sanitätsraum. Hier wandert die Probe erst in ein Glasröhrchen und dann in den sogenannten Gasspektrometer. Ein Gerät, das giftige Substanzen hilft zu erkennen und darstellbar zu machen. Denn nur wenn klar ist, mit welcher Substanz genau man es im Ernstfall zu tun hat, kann entschieden werden, was zu tun ist. Anne beschäftigen indessen im Maschinenraum ganz andere Herausforderungen. Sie soll die Schrauben an einem der 3 Hauptmotoren öffnen, genau 1,5 Mal, zum sogenannten Durchpusten. Jetzt gibt er Startluft oder Anlassluft in den Anlassstern rein und dann lässt er die einzelnen Zylinderräume einmal mit Startluft aus. Schwimmende Kombizange, so nennen Anne und Sophia die Neuwerk, ihr Ausbildungsschiff. Sie sind stolz, hier zu sein. Und sie sind ehrgeizig. Das zumindest lassen ihre Gesprächsthemen erahnen. Weil ich bin mir nun nicht ganz sicher, ob ich das genau parallel gefeilt habe. Hast du den einfach so als Vergleich mal daneben gehalten? Wenn man den so aufschiebt auf eine gewisse Entfernung, dann hast du ja 2 Parallelen direkt nebeneinander. Das heißt, das wird dann eigentlich vielleicht eventuell helfen. Ich wollte mit 12 Jahren Kapitän werden und das war erstmal so eine Idee. Und so nach und nach sind da halt dann genauere Vorstellungen gekommen, auch dank diesen ganzen Schulpraktikas und so weiter. Ich habe dann irgendwann rausbekommen, dass ja vor dem Kapitän, vor dem Studium, also Nautikstudium, gäbe es noch die Möglichkeit, eine Lehre zum Schussmechaniker zu machen. So als Sprungbrett einfach in das Studium hinein. Ja, und dann habe ich mich als Schussmechaniker erstmal beworben. Für mich wäre so ein Bürojob einfach nichts. Das wäre mir zu langweilig. Also ich brauche halt so ein bisschen die Abwechslung, eben das Technische. Also für mich steht halt wirklich Technik und Maschine im Vordergrund. Das ist so das, was mir am meisten Spaß macht. Ist wahrscheinlich nicht das, was sich so der Durchschnittsmensch unter zur Seefahren vorstellt, aber für mich ist es wirklich die Technik. Die ganzen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten sind halt schon herausragend. So. Ja, so ein Allround-Talent, also das hat man nicht überall. Ein Allround-Talent, das nie schläft. Denn die Neuwerk ist immer einsatzbereit, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Ja, wie hier wir Anker. Haben wir jetzt noch eine Länge auf dem Grund. Um 27 Meter. Und ca. 3 Minuten ist der Anker vor. Wir machen gleich eine Wartung an eine Tonne 15, die nehmen wir gleich hoch. Etwa 1500 Kilometer macht die Neuwerk Strecke. Pro Woche. Auf ihren Fahrten in der inneren deutschen Bucht. Und inzwischen ist auch das heutige Tagesziel in Sicht. Tonne 15. Letzte Wartung vor 1,5 Jahren. Höchste Zeit zum Saubermachen. Jo. Ja, wir brauchen das alles genug.
klar zum Fallen. Das Teil liegt vor. Fahren wir lange? Soll ich noch hochkommen oder sind wir gleich bei der Tonne? Wir sind gleich da. Ja, wunderbar. Ja, André habe ich mitgekriegt. Rot. Ja, genau. Jetzt machen die sich an Deck klar. Kran fällt gleich hoch. Kapitän ist auch schon auf der Brücke. Dann kann nichts mehr schief gehen. Und weil eben doch jede Menge schief gehen kann, sind nur erfahrene Leute im Einsatz. Sowohl an Deck als auch auf der Brücke. Die Herausforderungen sind, man muss zum einen sehr präzise fahren, dass man die Tonne auch wirklich quer ab vom Deltahaken hat. Man muss präzise fahren, dass man die Kette immer drin hat, dass das alles ruhig und jeweils sicher abläuft. Also dass man während das Schiff an der Kette hängt zum Beispiel nicht vertreibt, sondern die Kette immer, wie wir sagen, so schön auf und nieder steht. An der sogenannten Kante, dem Ende vom Arbeitsdeck, darf Sophia noch bei den Vorbereitungen helfen. Später beim Tonne rausholen dürfen nur erfahrene Kollegen hier arbeiten. An der Kante arbeiten ist immer gefährlich. Die Gewissheit, sich auf die Kollegen verlassen zu können, ist entscheidend. Denn jeder Fehler kann hier tödlich enden. Ja, es ist eine sehr große Last drauf, ne? Also vom Gewicht her. Da ist ein großer Tonnenstein unten dran und das Schiff bewegt sich. Die Meeresströmung ist vorhanden und das Schiff, also der Antrieb kann mal ausfallen, dass man dann reagieren muss, ne? Dass man schnell alles wieder wegsetzt. Und ja, also man muss, die Leute müssen einfach aufeinander eingespielt sein, ne? Und das ist also auch wichtig, dass jeder weiß, was der andere macht. Dann ist natürlich auch die Herausforderung, das Schiff immer in der stromrechten Lage zu halten. Also wenn der Strom von vorne kommt und der Bug klappt also nach Steuerbord oder eben nach Backbord, schert das Schiff ganz schnell aus dem Strom und schlägt quer. Also die Herausforderung ist wirklich, die stromrechte Lage zu halten und die Position zur Tonne. Und das ist auch Voraussetzung, dass sicher an Deck gearbeitet werden kann. Und den Zaun an Steuerbordseite haben wir dann auch nicht. Das heißt, die stehen an der offenen Kante. Und da muss man schon aufpassen, dass man das alles gut im Griff hat. Wenn die Tonne einen Kratzer abkriegt, das ist verschmerzbar. Personenschäden natürlich nicht und das wollen wir alle nicht. Und insofern ist es auch so, dass wir nur erfahrene, wirklich ausgebildete, sichere Leute zu den Tonnenarbeiten hinzuziehen, zum Beispiel keine Auszubildenden. Ich fahre rüber. Zigtausende Muscheln, die sich über die letzten 1,5 Jahre auf Tonne und Kette angesiedelt haben, müssen nun entfernt und die Tonnenkette ausgetauscht werden. Sophia, pass auf da, Lose! Nee, musst du gleich ran! Sophia, gleich ran da! Muss man, wenn man hier fährt, immer das Deck im Blick halten, um zu sehen, wo stehen die Leute gerade, was passiert da und vor allen Dingen, wo steht die Kette, in welche Richtung zeigt sie. Und das zeigt mir dann, wie ich das Schiff zu bewegen habe, damit das alles safe abgehen kann da unten. Dabei möglichst das Schiff so in Position zu halten, dass auch das sichere Anbordnehmen des Kettenrestes und des Tonnensteines möglich ist. Und ich versuche dann immer auch dem Arbeitsfortschritt an Deck entsprechend genau hier dann über der Position zu sein, wenn die Jungs fertig sind. Ne? So ein bisschen sportlicher Ehrgeiz. Ne? Wenn der Bootsmann sagt, fertig, dann zu sagen, ja, ich auch. So, Brücke, wir sind bereit. Ja, ich auch. Lego. Die ist hier so gut gewartet worden, dass sie jetzt quasi von 3 auf 6 Jahre Standzeit hatte. Also quasi eine Verdopplung der Standzeit. Wenn wir gar nichts dran machen würden, sehen die ja selbst, die wäre in relativ kurzer Zeit schwarz. Der würde kein Mensch mehr wissen, wo er auf der Elbe ist. Die Tonne so genau wie möglich an ihren alten Platz zurückzulassen, ist jetzt das erklärte Ziel. Alles über 5 Meter Abweichung widerspräche dem sportlichen Ehrgeiz von Kapitän Seidel. Alles hier auf dem Arbeitsdeck läuft Hand in Hand. So lange, bis auch das letzte Teil ordentlich verstaut ist.
professionell ruhig, nichts kaputt gemacht, alles gut eingeholt. Und das ist eigentlich, so soll sein, ne? Dann freut man sich. Ne? Und wenn dann am Ende des Tages 1, 2, 3, 4 Tonnen gemacht sind, dann weiß man auch, was man gemacht hat. Ne? Direkte Nachbesprechung auch unten am Arbeitsdeck. Der Bootsmann scheint ebenfalls zufrieden. Gut geklappt. Mit überschwänglichem Lob hält man sich hier nicht lange auf. Zeit für schifffahrtspolizeiliche Aufgaben hingegen ist immer. Genauer gesagt für eine Prüfung, ob diese vorbeifahrenden Schiffe vielleicht gegen seeverkehrliche Vorschriften verstoßen. Wir kontrollieren die jetzt hier auf Außenhellgeräte, auf Mappel und Signale. Das heißt, ob die den Umweltschutz auch einhalten. Das heißt, wir kontrollieren die, ob sie einen Ankerbeil gezogen haben, ob sie entsprechende Beleuchtung anhaben. Und wichtig ist, dass die keine Flüssigkeiten aus dem Bord pumpen. Egal was für Flüssigkeiten, das ist hier absolut verboten. Und auch, wo wir darauf achten, dass sie so aus dem Bord, was sie viel, wie es früher war, so Schiedbrocken, das heißt so Netze aus dem Bord haben mit Müll. Das sie illegal hier entsorgen. Die regelmäßigen Kontrollfahrten der Neuwerk und die damit verbundene Präsenz. Für Dirk d'Oliva gute Gründe dafür, warum es um die Sicherheit des deutschen Schiffverkehrs inzwischen so gut steht. Bei denen scheint alles in Ordnung zu sein. Also Ankerball hat er gesetzt. Und auf Brücke sind auch welche. Einige laufen schon wie die kopflosen Hühner durch die Gegend. Vor Angst. Das ist ein kleiner Chemikalientanker. In diesen Chemikalientankern wird eben eine unendliche Bandbreite auch gefahren, also potenziell alles, was es so in irgendeiner flüssigen Form zu transportieren gibt. Wir gucken, hat er seine Signale gesetzt, ist die Brücke besetzt, sind also alle Manifold-Anschlüsse, also alle Außenbordsverschlüsse dicht, hat er nicht irgendwelche Müllentsorgung vorbereitet. Also diese ganzen Dinge gucken wir uns an. Und natürlich gucken wir auch nochmal auf den Gesamteindruck eines Schiffes. Gut, bei denen gut. Keine Warnstellung. Ja. Wir stellen die Beweislage sicher, dokumentieren durch Foto, durch Film, durch Probennahme und übergeben diese Beweismittel auch, die dann natürlich in das weitere Verfahren einfließen. Noch eben ordentlich die Ergebnisse notieren, dann geht es für d'Oliva in die Nachtwache. 6 Stunden schlafen, 6 Stunden wach sein. So ist der Rhythmus an Bord der Neuwerk. Dredging operations. The dredger Echemoebius is operating between the light buoys 53 and 55 Alpha. 6 Uhr Frühstück. Eine Uhrzeit, die für viele hier gewöhnungsbedürftig ist und bleibt. Mit dem Ei nach Wunsch-Angebot immer donnerstags versucht Koch Thomas zumindest an diesem Tag die Uhrzeit vergessen zu machen. Bootsmann, Raimund? Und Sie begeistert an. Danke, Thomas. Gerne. Moin, Sophia. Wie gehabt? Einmal alles? Besten findet sie Samstag. Pfannkuchen morgens. Die Mädels sind hier eher die Süßen so. Ist gut geruht? Wunderbar. Danke. Gerne, bitte. Herr Kapitän? Wunderbar, danke. Gerne, bitte. Ein bisschen ultrascharf brauche ich. Die Nacht war unruhig. 9 Windstärken, Tendenz steigend. Und dass Wind immer auch Wellen mit sich bringt, das hat Koch Thomas in den letzten Jahren auf See gelernt. Seinen Herd weiß der zweifache Vater deshalb zu verteidigen. Das ist zum Sichern der Töpfe, wenn es windiger wird oder Seegang herrscht, wie jetzt gleich anzunehmen ist. Damit die nicht hin und her rutschen, kannst du dann hier, je nach Größe, einstellen der Töpfe, damit sie halt nur so gehen können. Statt für Saisonarbeit an Land hat sich Thomas für einen Ganzjahresjob auf See entschieden. Auf Seegang könnte er dabei gut verzichten. Das Duschen zum Abenteuer wert, um das zu verallgemeinern. Und ja, es wird schon, wenn du Treppen hochgehst, fehlen dir 2 Stufen, wenn er von vorne kommt. Wenn du gesagt, wenn Nordwestwind hast, ist das schlimmer. Südwest merkst du gar nicht. Und auf an, wie wir liegen, müssen wir wahrscheinlich gleich gegen an, das heißt gegens Wasser.
Und ja, das merkst du dann schon. Wieder so. Aber ein bisschen Sturm darf ja auch, ein bisschen Wind gehört ja auch dazu, oder? Dass nahezu alles befestigt gehört an Bord, auch für Sophia eine der ersten und wichtigsten Lektionen. Damit der Fender hier wieder seefest ist, muss er einmal nachgelascht werden. Das heißt, damit die ganzen Sachen hier nicht durch die Gegend fliegen. Wir laschen hier eigentlich alles an Bord. Die Auszubildende hat sich arrangiert mit Wind und Wellen. Notgedrungen. Das ist eigentlich so ein Zusammenspiel aus Wellengang und Wind. Also der Wind alleine ist meistens, ist aushaltbar. So. Der Wellengang geht auch meistens, aber je nachdem, wie das Schiff halt da dazu liegt, in den Wellen liegt, kann das schon ein bisschen heftiger werden. Man kann ja nicht drumherum oder nicht davor weglaufen. Respekt habe ich natürlich, weil man muss ja aufpassen, dass einem nichts passiert. Deswegen gibt es da so einen alten Spruch, der heißt dann eine Hand für dich selbst, eine Hand fürs Schiff. Oben an Deck macht sich die Besatzung des Fast Rescue Bootes startklar. Das flache Boot mit Jetantrieb wird eingesetzt, wenn es schnell gehen muss. Meist geht es um Menschenleben. Es geht also darum, eine Übung durchzuführen, falls eine Person ins Wasser fällt oder sich eine Person im Wasser befindet, die gerettet werden muss. Und da geht es darum, dass sich die Bootsbesatzung so schnell wie möglich fertig macht, um das Fast Rescue Boot, also schnelle Einsatzboot, zu besetzen, dass das ausgebracht werden kann. Und dass man die Person so schnell wie möglich wieder aus dem Wasser holt. Ne? Also es kann einerseits das ein Besatzungsmitglied von uns sein, es kann natürlich aber auch irgendwo ein Seeunfall passiert sein, wo mehrere Personen im Wasser treiben, die dann gerettet werden müssen. Ne? Und mit einem großen Schiff ist es natürlich schlecht, die Leute reinzuholen. Deswegen haben wir dieses Einsatzboot eben, um solche Fälle auch lösen zu können. Ne? Paul, so hat die Besatzung den Dummy getauft, der zu Übungszwecken über Bord gehen soll. Pauls Größe und Gewicht ähneln denen eines Menschen. Alles soll so real wie möglich sein beim gleichfolgenden Mann-über-Bord-Manöver. Das Schiff bewegt sich schon mal, also das Motorschiff bewegt sich. Ne? Und dann ist natürlich der Seegang, der dazu kommt. Und es fängt an zu schaukeln oben. Und dann muss man sehen, dass man eben das so gut wie möglich ins Wasser bringt und aussetzen kann, ne? Ohne dass da irgendwo noch weitere Schäden entstehen und dass die Besatzung des kleinen Bootes, des Rettungsbootes, noch gefährdet wird. Dann kommt Pauls großer Auftritt. Ich sehe ihn. Ja. Und dann versucht man so schnell wie möglich auf die Person zuzufahren und abhängig von den Seegangsbedingungen und vom Wind denjenigen im Wasser so anzufahren, dass er bestmöglich an Bord kommt. Ne? Und man kann ihn auch nicht einfach so hochziehen, weil je länger jemand im Wasser treibt, umso größer ist natürlich die Gefahr, dass er unterkühlt ist. Ne? Und wenn man ihn dann unsachgemäß ins Boot rettet, dann besteht die Gefahr des sogenannten Bergungstodes oder dass ein Kreislaufkollaps entsteht und dann anschließend ein Bergungstod eintritt. Und das will man natürlich verhindern. Ne? Und dann wird das so wie bei einer normalen Person oder wenn man an Land Erste Hilfe leistet, die Vitalfunktionen überprüft, ne, angesprochen und so weiter. Also was man so in der Ersten Hilfe oder im medizinischen Bereich dann an Hilfe leisten würde. Ne. Neuwerk von Neuwerk 3. Ja, haben Personen an Bord. Person ist ansprechbar, unterkühlt. Wir kommen zurück zur Übergabe. Verstanden. Dann wird versucht, auf dem schnellsten Wege eben unser Schiff wieder zu erreichen. Und wir fahren dann ran und die Trage wird an die Besatzungsmitglieder übergeben und den Patienten dann eben an Bord zu bringen zur weiteren medizinischen Behandlung. Ne. Schnell, aber vorsichtig transportiert die Deckbesatzung Dummy Paul über das 140 Quadratmeter große Arbeitsdeck ins Schiffsinnere.
Dort wartet im Sanitätsraum bereits ein echter Patient. Bei der Mann-über-Bord-Übung hat sich ein Kollege der Schnellbootbesatzung verletzt. Eine von vielen Verletzungen der eigenen Leute, die immer wieder direkt auf der Neuwerk behandelt werden müssen. Denn obwohl es an Bord fast täglich um Übungseinsätze geht, die Gefahren für die Besatzungsmitglieder sind echt. Der Kollege hatte gerade einen kleinen Unfall mit dem Boot. Er ist so beim Wendemanöver hat er einen Halt verloren und ist auf die Seite gestürzt und hat sich dabei das Knie geprellt und den Ellenbogen etwas aufgeschlagen. Das müssen wir jetzt erstmal angucken und ein bisschen die Wundversorgung machen. Ja, auf einmal war sie weg. Bin ein bisschen abgerutscht, wollte mich wieder neu hinsetzen, aber da war kein Boot mehr unter mir und dann kam ich wieder runter. Hart im Nehmen sind hier alle. Trotzdem, die Wunde am Ellenbogen macht Sanitäter Dirk Friedel Sorge und Kapitän Seidel auch. Na, wie sieht das aus? Die Wunde ist tiefer als gedacht. Also wir fahren jetzt AK Helgoland und dann gehen Sie sofort in die Ambulanz. Ich organisiere das. Ja, das ist schon ganz schön offen, ne? Tiefe Wunde. Aber ja, das sieht so aus. Das geht bis auf den Knochen. Also irgendwie nähen, Klammern gibt so hässliche Namen. Ja, das sieht ja kein Mensch. Wir können das jetzt erstmal tapen, aber das ist schon ganz schön offen. Ja, ich gehe mal rauf, ich organisiere das eben. Ja. Fahrzeit bis Helgoland 20 Minuten. Schnell ein Rettungswagen. Hier auf See funktioniert das nicht. Zum Glück ist es jetzt nur so ein Notfall, aber wir haben natürlich auch, also sind für andere Notfälle auch gerüstet. Ja, quasi der Raum ist so ausgestattet wie ein Rettungswagen an Land, vergleichbar. Mit sämtlichen Geräten und Medikamenten und noch etwas Zubehör mit Antidoten für Gefahrstoffunfälle mit toxischen Gänsen. Und ja, aber ansonsten können wir eben die ganze Versorgung bieten hier wie an Land auch. Ne? Das ist nicht so schön, aber es klappt jetzt nicht mehr auseinander. Soll ich den Arm anders legen? Nee, das hält jetzt erstmal die Wundränder etwas zusammen, dass die Blutung auch so ein bisschen gestoppt wird. Den weiteren Zeitplan übermittelt Kapitän Seidel persönlich. So, Herr Orthoff. Krankenwagen kommt, 11:45 sind wir da. Und dann gehen Sie ins Krankenhaus und gucken sich das an. Und machen dann alles weiter. Und dann gucken wir mal. Okay. Durchhalten. Wir müssen mal gucken, wie das mit dem Liegeplatz klappt. Also normalerweise kommt dann auch eine Helgoland-Fähre irgendwie, da müssen wir uns arrangieren. Das sprechen wir ab. Erstmal fahren wir hin und dann sehen wir zu, dass wir ihn ins Krankenhaus kriegen und den ganzen Rest, den kriegen wir dann auch hin. Das läuft schon. Und weil Helgoland inzwischen in Sichtweite ist, wird noch eben schnell das Mittagessen zugunsten des nahenden Einparkmanövers vertagt. Ja, Seidel. Chef, bitte den Schnitzel mit bisschen Soße einfach an die Seite stellen, sonst nichts. Nur ein Stück Fleisch. Ja, merci. Helgoland Porti Neuwerk. Helgoland Porti. Hallo Frau Köppner, wie lange können wir denn liegen bleiben? So bis jetzt steht bei Sita am Ostseite nichts an. Gut, dann bleiben wir erstmal da, zumindest bis der Mann versorgt ist. Ne? Danke. Kein Problem. Und weil die Neuwerk das wahrscheinlich pünktlichste Schiff der Nordsee ist, klappt die Verabredung mit dem Helgoländer Rettungswagen auf den Punkt. Während Schiffsmechaniker Matthias sich mit seinem angeschlagenen Ellenbogen auf den Weg ins Helgoländer Krankenhaus macht, nutzt die Restbesatzung die Wartezeit im Hafenbecken spontan für eine weitere Übung, die dringend ansteht. Wir werden jetzt den Steuerbord-Sweeping-Arm ausfahren. Das ist ein Gerät, das uns in die Lage versetzt, Öl von der Wasseroberfläche abzuschöpfen.
Und dieses Öl, was eingesammelt wird, in besondere Tanks eben einzuleiten. Das läuft vorher noch durch eine Separationsanlage, damit Öl von Wasser getrennt wird, um so gegen Umweltverschmutzung, gegen Ölverschmutzung der Gewässer aktiv vorzugehen. Das ist auch zum Einsatz gekommen bei großen Unglücksfällen. Bei Erika und Prestige sind die Stichworte. Das war Anfang der 2000er Jahre. Da ist dieses Schiff im Rahmen einer Hilfeleistung an Frankreich bzw. Spanien noch mit übergeben worden. Und da sind diese Systeme zum Einsatz gekommen. Damals durch den Untergang dieser beiden Tankschiffe ist sehr viel Öl frei geworden. Das heißt, man hat dringend Schiffe benötigt, die in der Lage sind, diese Ölverschmutzung mit zu bekämpfen. Und da war eben die Neuwerk ein geeignetes Schiff. Und dieses Schiff ist dann mit zu den Unterstützungskräften geschickt worden, um eben bei der Ölaufnahme zu helfen. Es gibt sehr, sehr wenige Schiffe, die in der Lage sind, sowas zu tun. Und jetzt machen wir den Praxistest, um damit sicherzustellen, dass wir auch unbedingt einsatzfähig sind für unsere Mehrzweckfähigkeit Schadstoffunfallbekämpfung. Die beiden 15 Meter langen sogenannten Sweeping-Arme links und rechts vom Bug sind gesteuert über eine Hydraulikanlage. Die Funktionsweise ist die, dass wir in ein Ölfeld reinfahren würden, was wir zu bekämpfen hätten oder aufzunehmen hätten. Das heißt, wir fahren mit dem Schiff mit der rechten Seite hier, mit dem Steuerbordskimmer oder mit der linken Seite oder auch mit beiden zusammen, fahren in ein Ölfeld rein und durch den Vortrieb des Schiffes oder durch die Bewegung des Schiffes in Vorausrichtung bei langsamer Fahrt würden sich alles, was jetzt Öl oder irgendwelche Stoffe sind, die wir einzusammeln hätten, Schwebstoffe würden sich sammeln und würden hier sich also verjüngen und würden hier dann in diesen Liftbereich, der hier ist, in diesen Kasten reinlaufen und wir würden mit diesen Schläuchen dann abpumpen. Gregor Alexander Hahn, genannt Chief, ist der leitende Ingenieur an Bord. Die Fährschiffe, auf denen er zuvor hauptsächlich gefahren ist, haben ihn bei weitem nicht so begeistert wie die Neuwerk. Wir stehen jetzt hier und erzählen und woanders passiert was. Wir haben sofort eine Großalarmlage und müssen sofort los und müssen was umsetzen und helfen. Läuft einem ein Schauer über den Rücken, schon der bloße Gedanke, weil wir es schon oft gehabt haben. Auch das Einholen der Anlage klappt problemlos. Gute Nachrichten, die kurz darauf belohnt werden. Ja, Brücke hier ist ja schief. Wir haben es fertig. Die Anlage ist wieder in Endlage. Können wir unter Einsatz klar abmelden. Wir sind somit durch. Wir fahren alles aus, machen alles wieder fest. Der Bootsmann verzurrt die ganze Anlage und dann sind wir klar. Ja, wunderbar. Gut gemacht. Danke. Wenn die Anlage zurückgerüstet ist, haben die Jungs Freigang. Bitte nicht alle gleichzeitig, ne? Wenn alles fest ist, können die an Land gehen, sich was kaufen. Freigang? Freigang gibt es woanders. Die gehen noch an Land. Schon klar. Die Neuwerk ist das größte von insgesamt 4 Mehrzweckschiffen, die vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Cuxhaven in Nord- und Ostsee betrieben werden. Der außerplanmäßige Halt heute hier im Helgoland endet nach nicht mal einer Stunde früher als gedacht. Mit guten Nachrichten. Moin, Herr Leute, da bin ich wieder. Und? Alles in Ordnung. Also gesünder als vorher? Weiß ich nicht. Nee, was ist gewesen? Ja, man hat mich geröntgt. Okay. Und ist nichts festgestellt worden. Gut. Ist auch ein paar Altlasten. Genäht, geklammert? Nein, der Sani hat sehr gute Arbeit geleistet hier. Okay, schön. Ja. Und Schmerzen? Keine. Gut. Das Einzige, das Knie soll ein bisschen gekühlt werden, aber... Ja, das wird wahrscheinlich dann heute Abend kommen. Ne? Richtig. Besorgen sich vom Sani eine Kühlpackung. Ja. Und dann ein bisschen Schongang. Ne? Oh. Kriegen wir hin. Ne? Gut, prima. Alles schön. Glück gehabt. Ja. Dann gehen wir mal ganz piano raus. 3 Hauptmotoren und 2 Hilfsmotoren treiben die Neuwerk an. Bei einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 30 km pro Stunde braucht der Koloss stolze 100 Meter, um anzuhalten. Da es noch an diesem Abend einen spektakulären Einsatz an Bord geben soll, zieht sich Kapitän Seidel für die Vorbereitungen zurück. Indessen läuft Koch Thomas 2 Stockwerke tiefer in seiner Kombüse warm. Es ist 5:30, kurz vor Abendessen. Das ist ein 24-Stunden-Schiff, Schichtsystem.
dass wir unterschiedlich zum Essen kommen, dass wir die Wahl haben bei Vegetariern, Veganern, Leute, die keinen Fisch essen, halt ein bisschen auf die persönlichen Wünsche eingehen, wie zu Hause. Das war 16 Mal nicht ganz einfach, weiß nicht. Ich habe Kinder, sagt ihr, wenn ihr 4 Personen zum Abendbrot oder zum Mittag habt wollen, 3 Leute das essen, der 4. mag es nicht. Und hier ist es ähnlich, nur als 16 Mann. Aber ansonsten ist es sehr easy. Und als Koch eigentlich ein ganz guter Job so. Und weil hier alle Gäste automatisch Stammgäste sind, ist Thomas stets bemüht um seine Kundschaft. Zumal sie alle selbst bezahlen müssen für ihr Essen hier. In der Gastronomie, wenn du einkaufen gehst, hast du Kartenpreise, wird es teurer. Erhöhst den Kartenpreis halt um Euro und hier hast du für 4 warme Mahlzeiten am Tag 40 € pro Person und Woche. Und da musst du natürlich gucken, weil das ja das Geld von Jungs, wir bezahlen so ein Proviant selber, dass du das halt nicht überziehst. Und das ist schon, versuch dich mal zu Hause von 40 € zu ernähren eine Woche. Du machst ja die Abrechnung, da musst du Speisepläne schreiben, Buchführung, Abrechnung hier, das Geld einsammeln, so wie jetzt, auf diese Woche wieder. Ja, ist schon ein bisschen stressig, aber kann man sich daran gewöhnen. Aber auch das noch, es geht, es funktioniert. Mit 40 € ist es hin. Chef, na ist er. Ja. War lecker. Ne? Wunderbar. Tschüss. Schönen Abend, schönen Feiern und gut zu leben. 20 Uhr. Auf dem Arbeitsdeck kommt Bewegung auf. Deckbrücke. Der Heli ist im Anflug, geht gleich los. Abflug, wir gehen auf Station. Alle mit, wir gehen auf Station. Ist eine Übung für die Helikopterpiloten und auch für uns, das Auf- und Abwinschen von Personen oder eben auch von Rettungsträgern, also Stretchern, wie wir immer sagen, zur Abbergung oder zum Anlanden von Personen. Und dieses Winschen muss regelmäßig geübt werden. Die Verfahren sowohl für die Piloten als auch für uns. Wir arbeiten da gerne und oft miteinander zusammen, helfen uns gegenseitig, weil wir auch im Einsatzfall natürlich miteinander zu tun haben. Heli kommt. Das läuft so ab, die Marineflieger kündigen sich an, wenn sie sich annähern. Man vereinbart ein Kommunikationsmuster, also Kommunikationskanäle. Und die Helis geben dann, das ist also in diesen Verfahren üblich, dem Schiff Kurs und Geschwindigkeit vor. Während Anne und Sophia alles aus sicherer Entfernung verfolgen, ist die Schnellbootbesatzung einsatzbereit. Wir sind jetzt hier Standby, falls mit dem Helikopter unvorhergesehen was passiert, dass er irgendwie ins Wasser stürzt oder irgendein Unfall passiert, dass eine Person aus dem Boot fällt oder so, oder der Schwimmer abstürzt, dass wir schnell zur Stelle sind und die Leute aus dem Wasser holen. Immer wieder fliegt der Helikopter die Neuwerk an, verharrt kurz und wendet wieder ab. Dann kommt meistens, so wie in diesem Fall auch, ein Besatzungsmitglied von dem Heli runter. Das war der Navigator, der dort immer mitfliegt. Also 4 Mann fliegen dort mit Pilot, Co-Pilot, Navigator und der Operator. Und der Navigator hat in diesem Fall dann den letzten Teil auch mitgemacht, und zwar hat er die Rettungstrage, den Stretcher, geführt. Da muss man auf ein paar Dinge aufpassen. Man darf das nicht zur Seite wegziehen, sondern der Draht, der Hiefdraht zu dem Stretcher, der muss immer senkrecht stehen und die Führungsleine wird dann eben mitgeführt. Und das wird dann immer ein paar Mal gemacht. Die Helis brauchen das für ihren Scheinerhalt, also die Piloten und Co-Piloten. Und auch wir haben das in unserem Übungsprogramm, denn wir sind mit den Fliegern von Nordholz, die auch Search and Rescue Flieger sind, also in dem Rettungsdienst auch eingebunden sind, natürlich in Übungen und Einsätzen immer eng zusammen. Die Zusammenarbeit muss funktionieren, die Verfahren müssen trainiert werden für jede der beteiligten Parteien und dann also für die Parteien miteinander. Und das haben wir hier gemacht und es hat gut funktioniert. Eine gute halbe Stunde dauert die Übung. Gut investierte Zeit, findet Kapitän Seidel. Es kommt auch Personen zugute, die wir retten, die möglicherweise im Stretcher eben in der Rettungstrage aufgewinscht werden, um vom Heli dann schnell in ein Krankenhaus gebracht zu werden. Also es gibt verschiedene Einsatzszenarien, in denen dieses Element mit aktiviert werden kann. Und so endet der Tag mit dem einzigen Lob, das hier an Bord Bestand hat: einem reibungslosen Ablauf. Der letzte Morgen auf der Neuwerk. Es geht zurück Richtung Heimathafen, Richtung Cuxhaven.
Die Fahrt endet, wie sie begonnen hat. Dazu gehört, dass alle hören, die Neuwerk ist zurück. Ganz spannend ist immer hier die Kurve. Wenn man dann hier die Ecke geschafft hat, dann hält man auf die alte Liebezeder diesen stummeligen Leuchtturm da vorne. Wir gehen auf 2 Meter voraus. Ich finde, das ist der schönste Job, den es in dieser Verwaltung für Nautiker gibt. Und ich mache ihn sehr, sehr gerne. Und ich bin auch von der Sinnhaftigkeit zutiefst überzeugt, dass das, was wir hier tun, eben die maritime Notfallvorsorge und eben die ganzen schifffahrtspolizeilichen Tätigkeiten und Tonnenarbeiten, das hat einen Sinn dafür, dass Deutschland über die Seewege eben erreichbar ist und bleibt. Dazu tragen wir ja bei.